Einen wunderschönen willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange. Ja, ich hatte überlegt, ob ich das hier zu einer neuen Folge mache oder hinten dran schneide an einer alten Folge. Ich lasse es bei der neuen Folge. Und ja, ich bin gespannt, wie es nämlich weitergeht. Ich glaube, da kommt nicht mehr ganz so viel. Mal gucken. Ich werde bei der Geschichte bleiben, dass ich den Joint... nehme ich den Joint? Nee, wir bleiben bei der Geschichte. Denn eigentlich wissen wir von der Pistole. Wir haben es gesehen. Wobei, jetzt bleiben ja nur die Sachen in der Hand, ne? Ah, schwierig, schwierig. Ist egal, wir bleiben bei der Fassung. We'll go out through the window. Seeing Step Dick is not on the agenda. Okay, dann... Okay, Chloes Zimmer verlassen. Die Waffe wäre sowieso doof, Chloe. Ah, der Leuchtturm. Oh, diese Farben. Diese Sonne. Oh. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Durch den Traum. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Und wir werden jetzt hier genötigt, da lang... Oh, Hello, guck mal. cute little squirrel. You and me. Stare contest. Oh, süß. Hat es hier das getrunken? Mann, 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 Mann. Ah, wir sind von da unten gekommen, ja. Ich geh mal. Guck mal. Hier können wir ja noch Dinge machen. People can be such pigs. Ja. They haven't updated this sign since the 1980s. Don't feed the Sasquatch, the shit stay away. Flora und Fauna von Arcadia Bay und du, hallo Naturliebhaber Oregons. In diesen Wäldern findet ihr eine Vielzahl an Tieren, aber das heißt nicht, dass sie nach euch Ausschau halten. Bären, Schlangen, Kojoten und Wölfe können sehr gefährlich sein. Seid vorsichtig. Füttert keine Tiere im Wald. Bitte bleibt auf den Pfaden und fragt einen Ranger, wenn ihr Hilfe braucht. Graffiti füttert nicht den Bigfoot. Bleibt weg, weißer Mann. Das ist ja schön. Oh, ich hatte gerade hier ein Gruselerlebnis. Ein Zaun. That old fence is part of the landscape now. The path behind it leads to the parking lot. Okay. Haben wir zumindest was zum Sehen gehabt. Hier ist irgendwie Blanco. Ein Schild. Lass mich raten, da steht zum Leuchthaus. I feel like I'm in my nightmare again. Da ist nix. Use caution on tray. Dangerous drop-offs. Wink. Was will denn Warren? Dein Ritter in strahlender Rüstung hier. Ich weiß, du sorgst dich um mich. Oh, der tut mir so leid. Ich schulde dir was. Danke für heute. Ruf dich später an, Kay. Versprochen. Kein Problem. Du musst mir noch dein großes Geheimnis erzählen. Gleich keck. Weiß ich nicht, was das heißt. Ich kenne diesen Slang-Begriff nicht. Ach, Warren, echt. Birds are so lucky, they can always escape. Ah, da ist sie. Das sieht hier ein bisschen anders aus. Trust no one. Mulder lässt grüßen. How long has that been here? Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. Noch ein Graffiti. Clearly, the Bigfoots are everywhere. Können wir hier irgendwo hin? Was ist das? Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Das sieht mir nach einem Wolf aus. Weird. Those glyphs remind me of the wind. Ah, guck mal, da hinten sogar ein Boot. Schön. Ich meine, das da hinten ist eher wahrscheinlich nur eine Grafik, ne? Also kein 3D-Modell, aber immerhin. Leuchtturm? Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps.
Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort. So we'd always be able to find each other in case of emergency. Oh, gehen wir da auch noch hin? Das wäre cool. Guck mal da, Bigfoot. Cool. Krass. Was ist das, ein Steinmännchen? I don't remember this at all, but it seems like it's been here for a long time. Das sieht cool aus. Das ist ein Bild. Ach komm, Chloe. Oh, guck mal, wie traurig sie ist. This would be a nice photo of Chloe, framed by the sun. Sure you don't want to be alone? Sit down if you want. Ah, sag jetzt nicht, du bist sauer. Are you pissed at me? I just wanted some backup. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Er hat Kate blöd angemacht. Ich hätte ein Foto machen sollen. I should have taken his photo when he flipped out on Kate today. That would be killer blackmail material. Let's bust his ass. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Ja. Well, yeah, I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh. Other Blackwell students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it! He is so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Was ist Nathans Geheimnis und selbst deins? Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. Was? What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. How much do you owe? $3 grand plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Das ist so krank. Ich bin so wütend. I am so furious, I can't even speak. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Polizei informieren. Das wird nicht helfen. Das wird nicht helfen. Weil wir haben ja nichts in der Hand. Er hat Geld. Und das Recht ist sehr oft vom Geld beeinflusst. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. Ach, I won't komm. always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny.
Was ist los? If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. Ach komm, wir sind doch wieder I had to da. drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Oh no! Not again! Why is this happening to me? Why am I here again? Was mit dem Reh? Was mit dem Reh? Ach, Chloe's still up there? I have to find out. oh. Nein! Wow! Okay, schnell vorbei. Jetzt müsste es gleich kaputt gehen, oder? Nee. Doch! Oh! Was ist das mit dem Reh? I've never seen a storm like this before. Oh! Ach du Scheiße. Okay. Und immer noch oder schon wieder dieser... Ist der größer geworden? Der ist größer geworden, Oh oder? my lord! The tornado is back! Oh. 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 What? Okay, ich glaube, wir müssen... Wir können nicht weiter zurück. Warum nicht? Ah, wartet. Doch, wartet, wir können. Moment. Jetzt, ganz schnell. Wow. Oh, was ist das? Wann ist es? October 11? Is this Friday? That's only 4 days away. Oh, Oh no. The tornado is headed straight for the town. Chloe, You're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. was ist das? What Schnee? the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees.
How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Boah. Noch mehr Kameras. Oh. Ach, die Arme. Okay, Chloe hatte recht. Warum hat er eine Kamera? Ich glaube, ich mache die Folge doch als vollständige Folge. Wenn ich das so sehe, ist ja doch einiges zusammengekommen. Ich werde aber wahrscheinlich nicht den Text, die Ansprache vorher ändern. Ich dachte, es wären bloß noch ein paar Minuten, aber es ist doch ein bisschen was zusammengekommen. Hut ab! Soweit war ich in meinem ersten Mal vor 1,5 Jahren oder so, wann ich es angefangen hatte, nicht. Da gab es ja nur die erste Episode und boah, Wahnsinn. Also dieses Spiel lebt von Bildern, von Emotionen und da gibt es so viel zu entdecken und zu erleben und so viel zu entscheiden und rückgängig zu machen und ich bin wirklich absolut gespannt darauf, wie sich die nächsten 4 Kapitel bzw. Episoden jetzt weiterentwickelt werden. Das war jetzt Chrysalis Episode 1. Und ja, in der nächsten Folge fangen wir an mit Episode 2. Logischerweise. Oh, Hammer. Muss ich und kann ich nicht anders sagen. Ich bin ein bisschen geflasht und ich werde wahrscheinlich jetzt zufrieden ins Bett gehen, nachdem ich alles gerendert habe, beziehungsweise angefangen habe zu rendern. Wirklich sehr schön gemacht, was da Don't Not und ja. Was soll ich da erzählen? Also, ich finde einige der Charaktere wirklich sehr wundervoll inszeniert und zumindest glaubwürdig. Also, auch wenn ich ihn nicht leiden kann, aber eben halt den Stiefvater von Chloe finde ich glaubwürdig, aber eben halt auf eine Art und Weise, dass ich dem nicht über den Weg traue, weil das einfach nur ein Spinner ist. Die Frage ist, welche Phobien hat er entwickelt? Keine Ahnung, vielleicht werden wir es noch erleben, dass der so auf Überwachung aus ist, ja. Genauso ist es mit Chloe zum Beispiel, also die Mimik und Gestik von Chloe, die passt so wirklich 100%ig auf diese Figur. Ein bisschen hölzern, aber vielleicht liegt es eben halt auch an dem Charakter Maxine bzw. Max. Kommt nun halt Max daher. Aber ich denke mal, dass wir dort noch eine Entwicklung erleben werden. Denn es ist nicht umsonst halt die Hauptprotagonistin in dem Spiel. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf, was da passiert. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Warren, ja. Ich meine, sorry, also das sieht man eigentlich schon auf den ersten Blick, warum Max ihm dann mehr oder weniger die kalte Schulter zeigt. Zwar jetzt nicht
wissentlich, aber im Sinne von, nee, nicht umarmen und so, was er sich ins Zeug legt und sie beschützt und macht und tut, ich glaube, das geht doch etwas über das Ich bin dein Kumpel hinaus. Also da wird sich hoffentlich noch ein bisschen mehr entwickeln und hoffentlich werden wir dort ein kleines Happy End bzw. Happy Living erleben. Ja, Square Enix. Da habt ihr schön reingegriffen. Gefreut hätte es mich, wenn Square Enix bei diesem Erfolg von diesem Spiel vielleicht auch an eine Lokalisierung auch in anderen Ländern gedacht hätte, also auch in Deutschland, in deutscher Sprache. Da hätte es mich nämlich wirklich mal interessiert, welche Sprecher und Stimmen dementsprechend dann für die Charaktere ausgewählt worden wären. Aber nun gut, ist nun mal so, wie es ist. Aber ich denke mal, wir kommen eigentlich ganz gut klar, oder? Mein persönliches Gefühl ist, dass das Englisch ein sehr sauberes Englisch ist. Nicht zu kompliziert. Die Untertitel helfen natürlich noch beim Mitverfolgen. Aber ich denke mal, es klappt soweit. Und ich glaube, jetzt haben wir hier so einen riesen Abspann, den ich vielleicht mit Leertaste überspringen kann. Ich guck mal. Ach, und wir haben unsere Entscheidung. Ach, das hätte ich auch machen können. Ich hätte Chloe die Schuld geben können. Okay, wir haben Nathan gemeldet. Wir haben Victoria getröstet. Es haben auch die meisten gemacht, eingegriffen und Kate geholfen. Genau, das war ja das. Haben auch so viele gemacht. Du hast die Schuld auf dich genommen. Du hast Chloe... Nee, wir sind ja im Versteck geblieben. Weil ich dachte, das wäre vielleicht das Beste, was wir tun können. Und was ist hier die nächste? Du hast Daniel dein Porträt zeichnen lassen. Ah, guck mal, du hast Miss Grants Petition. Das sind also Entscheidungen, die vielleicht einen Einfluss haben, aber vielleicht keine große Auswirkung. Wir haben Alyssa geholfen. Du hast die Beleidigung auf Kates Tafel weggewischt. Ach, siehst du, das habe ich gar nicht so richtig verstanden, von wegen Konsequenzen. Du hast die Pflanze gegossen. Juhu! Den Test haben wir natürlich fallen lassen. Das haben alle gemacht. Seht ihr das? Das haben alle, also 2% nicht alle gemacht. Du hast Victorias Foto nicht angerührt. Ja, weil ich das gar nicht wahrgenommen habe. Ach, nee, schon in Ordnung. Du hast nicht auf ein dreckiges Wohnmobil geschrieben. Da stimmt, das habe ich nicht gemacht. Du hast den Vogel gerettet, du hast den Vogel sterben lassen. Das hatte aber auch einen Grund, das habe ich auch erklärt, warum. Und du hast Chloes Schneekugel nicht zerbrochen, habe ich zurückgespult. Du hast keine Spuren hinterlassen. Yes! Du hast beim Durchsuchen von Davids Sachen Spuren hinterlassen und wir haben keine Spuren hinterlassen. Super. Und du hast Davids Akten gelesen. Haben wir gemacht. Ja. Ergebnisse von Freunden. Es gibt... guck mal. 50-50. So schlecht stehen wir eigentlich gar nicht da. Ja, an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Das war jetzt Episode 1, Chrysalis, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge im neuen Episödchen. Keine Ahnung, wie es jetzt heißt, aber ich will jetzt auch nicht drücken. Vielen Dank, euer Firefox.